Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Dornburger Schlösser, welche hoch auf einem Felsen über den Saaletal thronen. Speziell in diesem Video möchte ich euch gern das Rokokoschloss etwas genauer vorstellen. Hoch oben über der Saale in einem der landschaftlich schönsten Abschnitte des Tales, etwa 12 Kilometer von Jena entfernt, erheben sich die Dornburger Schlösser inmitten von Weinbergen auf einem schroffen Felsabbruch aus Muschelkalk. Von den 3 Schlössern ist das mittlere das Rokokoschloss. Es entstand von 1736 bis 1744 nach Plänen von Gottfried Heinrich Krone. Bereits 1732 hatte Herzog Ernst August I. von Sachsen-Weimar im Zusammenhang mit der Planung einer Heerschau seinem Oberlandbaumeister Johann Adolf Richter den Auftrag zum Neubau eines Lustschlosses erteilt. Von Dornburg bot sich ein vorzüglicher Blick in das Saaletal. Hier sollten ein Pavillon und Schanzen für die Manöver entstehen. Der künstlerisch begabte, prunkliebende Herrscher plante dort eine Heerschau, nach dem Vorbild des 1730 stattgefundenen Zeithainer Lustlagers König August des Starken. Diese Truppenschau war damals die größte in Europa und galt als das Spektakel des Jahrhunderts. Der Herzog, der auch die Jagd leidenschaftlich liebte, fand nicht zuletzt auch wegen des umfangreichen Waldbesitzes Gefallen an dem Ort. Ernst August hielt in den Jahren 1733 und 1736 Hoflager ab, bei denen der gesamte Hofstaat in Dornburg zu Gast war. Jedoch trugen bauliche Schwierigkeiten, neue Interessen des Herzogs und letztendlich die finanzielle Misere des Landes dazu bei, dass das Heerlager nicht verwirklicht werden konnte und die Gesamtanlage des Lustschlosses unvollständig blieb. Die heutige Einrichtung des Schlosses spiegelt 3 Epochen wider. Im Rundgang begegnen dem Besucher 3 Generationen der Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach. An den Bauherrn des 18. Jahrhunderts, Herzog Ernst August I., erinnern die Räume das Damenwohnzimmer, das Schlaf- und Ankleidezimmer mit Bettnische und das Dienerzimmer. Dort werden chinesische und europäische Porzellane und Jagdwaffen aus der Sammlung des barocken Herrschers gezeigt. Gegenüber orientieren sich Einrichtungsgegenstände und Objekte am klassizistischen Geschmack seines Enkels, des Großherzogs Karl August. Dessen Enkel wiederum, Großherzog Karl Alexander, steht im Erdgeschoss mit dem wunderschönen Speisesaal im Mittelpunkt. Karl Alexander hielt sich nahezu jeden Sommer auf den Dornburger Schlössern auf und beging hier zur Zeit der Rosenblüte seinen Geburtstag. Bei der Ausstattung des Schlosses griff er noch einmal auf den Stil des Rokoko zurück. Das Vestibül lässt bereits den heiteren, intimen Charakter des Lustschlosses spüren. Die in hellen Ocker-, Rosé- und Grautönen gefassten Flächen stehen in Kontrast zu den etwas dunkler marmorierten Rahmen der Wandöffnungen. Die klar gegliederte Raumfolge spiegelt sowohl das höfische Zeremoniell als auch die angemessene Bequemlichkeit einer herzoglichen Sommerresidenz wider. Die museale Ausstattung im Innern präsentiert die 3 wesentlichen Phasen der Nutzung unter den Herzögen Ernst August, Karl August und Karl Alexander. Ernst August I. war Sohn des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar und dessen erster Frau Sophia Augusta, einer geborenen Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Er studierte 1706 an der Universität Jena. 1707, mit 19 Jahren, wurde Ernst August für seinen verstorbenen Vater Mitregent seines Onkels Wilhelm Ernst. Solange wie sein Onkel lebte, hielt dieser die Zügel der Regierung allerdings fest in der Hand und beteiligte Ernst August kaum an der Verwaltung des Herzogtums.
Erst als Wilhelm Ernst 1728 starb, begann er die Alleinregierung von Sachsen-Weimar auszuüben. Der erste Raum war ehemals das Zimmer der Bediensteten der Herzogin. Neben einem Porträt Ernst August zeigen verschiedene Architekturzeichnungen das bauliche Interesse des Herzogs. Ernst August I. war ein prunkliebender Barockherrscher, der sein Land durch seine Eskapaden in den finanziellen Ruin trieb. Berüchtigt war er dafür, ehemalige Vertraute des Hofes, auf deren Vermögen er ein Auge geworfen hatte, ohne jeden Grund zu inhaftieren und sie erst wieder freizulassen, wenn sie dem Herzog ihr Vermögen überschrieben oder hohe Lösegelder zahlten. Eine Anzahl seiner Opfer ließ sich dieses Verhalten allerdings nicht gefallen und klagte beim Reichshofrat in Wien bzw. beim Reichskammergericht in Wetzlar erfolgreich gegen den Herzog. Der nächste Raum ist das ehemalige Schlaf- und Ankleidezimmer der Herzogin. In der nördlichen Fensternische existierte, wie in den anderen Schlafgemächern, ein kleines Fensterkabinett zur Notdurft. Die ausgestellten Zeichnungen illustrieren heute verschiedene Planungsphasen zu den Haupt- und Nebengebäuden des Rokokoschlosses. Die Prozesse dauerten jahrelang und trugen zum finanziellen Ruin des Herzogtums bei. Dazu sind noch die Ausgaben für Militär und Bauwerke zu zählen. Der Herzog unterhielt eine stehende Armee, deren Größe im Missverhältnis zur Einwohnerzahl des kleinen Landes und zu seinen finanziellen Möglichkeiten stand. Die Soldaten wurden an Kursachsen oder den Kaiser vermietet. Daneben pflegte er seine Leidenschaft für das Jagen. Bei seinem Tod hinterließ er 1100 Hunde und 373 Pferde sowie seine Frauen. Der Herzog unterhielt unter anderem 2 adlige Ehrenfräulein und 3 bürgerliche Kammerfrauen. Im benachbarten fensterlosen Alkoven, dessen Stuck eheliche Tugenden symbolisiert, geben die Ausstellungsstücke einen Einblick in die Porzellansammlung Ernst Augusts. Als Ernst August I. von Sachsen-Weimar-Eisenach am 19. Januar 1748 starb, drückte das Land eine Schuldenlast von über 370.000 Talern. Das Verhältnis zu den ernestinischen Nachbarstaaten war zerrüttet. Die Landstände und die Universität Jena lagen im Streit mit den Fürsten. Zum Zeitpunkt seines Todes war Sachsen-Weimar aber auch um zahlreiche prächtige Jagdhäuser reicher und die Schlossanlagen von Dornburg und Belvedere schmückten das Land. Wie so viele Landesherren seiner Zeit wollte er seinem Ansehen als souveräner Herrscher Glanz und Würde verleihen und überschätzte damit die Möglichkeiten des kleinen Herzogtums. 1729 ernannte man Ernst August zum kaiserlichen Feldmarschallleutnant, 3 Jahre später schließlich zum General der kaiserlichen Kavallerie. Die Aufstellung der Truppen war selbstverständlich mit erheblichen Kosten verbunden. Auf der Suche nach neuen Geldquellen zog der Herzog die Steuerschraube so sehr an, dass die Steuerschulden sprunghaft anstiegen und die Einnahmen aus den Verbrauchssteuern zurückgingen. Die Ursache war eine sinkende Kaufkraft und zunehmende Verarmung weiter Bevölkerungskreise. Auch in den meisten anderen Bereichen agierte der Herzog alles andere als weitsichtig. Seine Politik beschränkte sich auf kurzfristig wirksame ordnungspolitische Maßnahmen und war im Ganzen durch Willkür und Launenhaftigkeit geprägt. Die einzige politische Entscheidung, die weit über seinen Tod hinaus wirksam blieb, war die Einführung des Erstgeburtsrechts. Sie bewahrte das Land vor zukünftigen Erbteilungen und sicherte damit den Bestand des Herzogtums bis in das Jahr 1918.
Vom Wohngemach der Herzogin betritt man direkt den Festsaal. Eine Raumflucht vermittelt zu den Gemächern des Herzogs. Die Entwürfe zur Gestaltung des Festsaales in Stuckmarmor lieferte vermutlich Gottfried Heinrich Krone, der einige Jahre später die Repräsentationsräume für Schloss Heidecksburg in Rudolstadt entwarf. Die Ausführung übernahm Johann Andreas Vogel. Der Raum erhielt in den nördlichen Nischen 2 Postamente, von denen eines einen Ofen kaschierte. Darauf waren 2 Musen von Martin Gottlieb Klauer aufgestellt. Es handelt sich heute um Gipsabdrücke der Muse mit Tambourin und der Flora. Der um 1850 gefertigte farbige Kronleuchter stammt aus der Ausstattungsphase Karl Alexanders. Die Dornburger Schlösser sind mit der Person Goethes intensiv verbunden. Mit seiner Begeisterung für die Schlösser gelang es Goethe ab 1776 auch Herzog Karl August zunehmend anzustecken. Einem Aufenthalt Goethes im Oktober 1776 folgte am 4. Juli ein gemeinsamer Ausflug mit dem jungen Herzog und dessen Bruder Konstantin. Zu diesem Zeitpunkt war das verwaiste Rokokoschloss noch nicht möbliert, so dass die Gesellschaft auf Stroh übernachten musste. Das Frühstück nahm die lustige Truppe auf der untersten Terrasse auf dem Fünfeck ein, so hielt es Goethe in seinem Tagebuch fest. Nun, so findet der Besucher im Wohnzimmer des Herzogs neben klassizistischem Mobiliar die 1776 entstandene Bleistiftzeichnung Goethes mit den Dornburger Schlössern, auf deren Rückseite er die bekannten Verse für Charlotte von Stein notierte. Ich bin eben nirgend geborgen, fern an die holde Saale hier, verfolgen mich manche Sorgen und meine Liebe zu dir. Großherzog Karl August verlieh dem Inneren eine klassizistische Prägung, indem er alle Decken, deren Mehrfarbigkeit zuvor die Stuckelemente betont hatte, weiß fassen und die Wände mit farbig gestrichenen Papiertapeten versehen ließ. Weiterhin erhielten die Decken kleine Stuckrosetten. Karl August ließ die einsturzgefährdeten Pavillonbauten zur rechten und zur linken des Hauptgebäudes abreißen, ebenso die weiteren Nebengebäude, mit Ausnahme des bis heute erhaltenen Kavaliers- und Marstallgebäudes. Das Rokokoschloss diente später Wolfgang von Goethe während seiner Amtsgeschäfte in Dornburg als Quartier. Im März 1779 schrieb er an Charlotte von Stein: Auf meinem Schlösschen ist's mir sehr wohl. Ich habe recht dem alten Ernst August gedankt, dass durch seine Veranstaltung an dem schönsten Platz, auf dem bösten Fels, eine warme, gute Stätte zubereitet ist. Goethe ist es auch zu verdanken, dass durch gemeinsame Landpartien Karl August auf Dornburg aufmerksam wurde. Die im anschließenden Schlaf- und Ankleidezimmer ausgestellten italienischen Stadtansichten der deutschen in Mailand lebenden Künstler Caroline und Friedrich Lose gehörten mit großer Wahrscheinlichkeit zur Ausstattung des Rokokoschlosses. Der Großherzog hatte sich im Sommer 1817 in Oberitalien und Mailand aufgehalten und diese Arbeiten mitgebracht. Dort sind neben Schweizer Landschaften, die zur Ausstattung der Beletage unter Karl August gehörten, eine Teemaschine mit Kohlenpfanne des Jenaer Kupferschmieds Christoph Gottlieb Pflug aus dem Jahr 1809 und passend dazu ein Teeservie ausgestellt. Ein Inventar vermerkt für 1834 eine derartige Teemaschine als Geschenk der Großherzogin Maria Pawlowna.
Als Karl August 1811 seine bisherige Sommerresidenz Belvedere bei Weimar dem Erbprinzen Karl Friedrich und dessen Frau Maria Pawlowna überließ, entschloss er sich, Dornburg als entsprechenden Ersatz wohnlich einzurichten. Zu diesem Zweck erfolgte bis 1816 erstmals eine planmäßige Ausstattung des Rokokoschlosses nach klassizistischen Vorstellungen. Mit dieser Einrichtung von 1816 war eine Doppelfunktion des Schlosses angestrebt, einerseits als Sommersitz und attraktives Ausflugsziel für die fürstliche Familie, andererseits als Unterkunft für den 1816 in Dornburg tagenden Weimarschen Landtag. Die heute im Alkoven ausgestellten Teller mit Darstellungen aus der römischen und französischen Geschichte entstanden in einer französischen Manufaktur. Sie befanden sich nach dem Inventar von 1816 nachweislich im herzoglichen Wohnzimmer. Der Deckenstuck des Alkovens stammt noch aus den ersten Entstehungsphasen unter Ernst August. An der Stirnseite wacht unter einem Baldachin das Auge der Vorsehung über den Schlaf des Herzogs. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde hier ein Badezimmer eingerichtet. Karl August heiratete am 3. Oktober 1775 Prinzessin Luise. 8 Jahre später brachte Luise, geborene Prinzessin von Hessen-Darmstadt, den Erbprinzen Karl Friedrich zur Welt. 1804 heiratete Karl Friedrich in St. Petersburg die Großfürstin Maria Pawlowna, Tochter des russischen Zaren Paul I. und dessen zweiter Ehefrau Prinzessin Sophie Dorothee von Württemberg. Eine Wendeltreppe führt vom Vestibül der Bel Etage in den Vorraum des Erdgeschosses hinab. Hier wird auf die Zeit Karl Alexanders Bezug genommen, der eine besonders enge Bindung zu diesem Ort besaß. Karl Alexander war der Sohn von Großherzog Karl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach und der Zarentochter Maria Pawlowna. Von Kindheit an war er mit Walter von Goethe, dem Enkel von Johann Wolfgang von Goethe, befreundet, der im gleichen Jahr wie Karl Alexander in Weimar geboren wurde. Später ernannte der Großherzog seinen Freund aus Kindheitstagen zu seinem Kammerherrn und verlieh ihm den Hausorden vom Weißen Falken. Karl Alexander ließ, um das Schloss dem Zeitstil anzupassen, verschiedene Veränderungen vornehmen. Das Vestibül im Erdgeschoss erhielt in dieser Zeit an der Nordwand einen Spiegel in blau-weißen Fliesen, die in Thüringen hergestellt wurden. Unter den Veränderungen fiel unter anderem auch die Freilegung des Stuckmarmors im Festsaal. In diesem Geschoss wiederholt sich die Anordnung der Appartements um die Repräsentationsräume. Allerdings waren die Wohnräume ursprünglich nur von außen zugänglich. Spätestens unter Karl Friedrich dürften die Räume auch Türen zu den Repräsentationsräumen erhalten haben, da der Herzog, anders als seine Vorgänger, im Erdgeschoss zu logieren pflegte, während Maria Pawlowna die Bel Etage bezog. Besonders eindrucksvoll ist der Speisesaal aus der Ausstattungsphase Großherzog Karl Alexanders. Die ganz in Blau und Weiß gehaltene Möblierung und die Auswahl der kostbaren Porzellane aus China sowie den Niederlanden gehen offenbar auf den Einfluss seiner Gemahlin Sophie zurück. In ihrem Heimatland, den Niederlanden, hatten Porzellankabinette schon vor der Erfindung des europäischen Porzellans durch den Import ostasiatischer Warentradition. Das älteste Stück ist eine balusterförmige Vase aus der späten Ming-Zeit um 1640 mit einer Landschaftsmalerei. Einige Stücke stammen bereits aus der Sammlung Ernst Augusts, etwa die präsentierten chinesischen Teller. Ein großer Teil der insgesamt 75 Stücke sind hingegen holländischer Herkunft, wobei die große Schüssel mit chinesischem Motiv sicher am eindrucksvollsten ist.
Ergänzt wird die Einrichtung durch Meißner Tafelaufsätze aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und zwei neobarocke Leuchter. Den Kronleuchter erwarb die Großherzogin 1875. Während in der Beletage Landschaftsbilder dominierten, wurden in den Wohnbereichen des Erdgeschosses Bilder mit familiärem Bezug ausgewählt, die die Verbundenheit Sachsen-Weimars mit dem niederländischen Königshaus verdeutlichten. Karl Alexander heiratete am 8. Oktober 1842 in Den Haag seine Cousine, Prinzessin Sophie von Oranien-Nassau, Tochter des Königs Wilhelm der Niederlande und dessen Frau Anna Pawlowna, einer Schwester seiner Mutter. Karl Alexander setzte bereits ab 1838 umfangreiche Mittel zur Erneuerung der Wartburg ein und hinterließ an vielen Stellen der Stadt Eisenach seine Spuren. Er förderte Franz Liszt und Richard Wagner und bewahrte die Tradition der Weimarer Klassik. Er gab der Weimarer Altstadt ihr Erscheinungsbild mit der Errichtung der Denkmäler. Im ehemaligen Dienerzimmer des westlichen Appartements im Erdgeschoss befindet sich das Porträt Karl Alexanders und seiner Gattin Sophie. Hier werden auch seine Schreibmappe und das in England um 1870 gefertigte Reiseschreibzeug gezeigt. Der Rundgang setzt sich im zweiten Appartement mit der Ausstattung der Wohngemächer unter Karl Alexander fort. Das ehemalige Wohnzimmer präsentiert weitere Stücke aus der Porzellansammlung des Herzogs. Als Karl Alexander im Jahr 1901 82-jährig starb, hatte er bereits 2 seiner 4 Kinder überlebt. Darunter war auch sein einziger Sohn, der bereits 1894 verstorben war. So trat dessen Sohn Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach daraufhin die Regierung an. Im nördlich anschließenden Schlafzimmer setzt sich die Reihe von Darstellungen verschiedener französischer Künstler des 18. Jahrhunderts fort. Im ehemaligen Dienerzimmer wird aus der herzoglichen Sammlung ein prächtiger blau-weißer Vogelkäfig mit chinesischen Motiven präsentiert, der wohl in Frankreich um 1850 nach Vorbildern des 18. Jahrhunderts gefertigt wurde. Derartige Vogelbauer fanden häufig auf Blumentischen in Damen- oder Gartenzimmern Aufstellung. Die Dornburger Gärten präsentieren sich als einzigartiges Ensemble verschiedener Gartenteile, in denen sich die einzelnen Entstehungszeiten und Stilepochen widerspiegeln. Maßgeblich wurde die Gestaltung der gesamten Anlage in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Karl August Christian Sckell geprägt. Er wurde von Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach beauftragt und schuf auf dem Gelände des früheren Ritterguts einen Landschaftspark. Vom Vorplatz mit dem Zugang zum Rokoko-Schloss erreicht man über eine kleine Treppe das Gartenparterre. Es wurde barocken Formen nachempfunden und stellt eine Neuschöpfung des Dresdner Gartenarchitekten Hermann Schüttauf dar. Mit seinen Buchsbaumhecken und den begleitenden Blumenrabatten sowie dem zentralen Brunnenbecken entspricht es der Formensprache des Barock. Es sollte eine passende Ergänzung zur Architektur des Rokokoschlosses bilden.
Die 4 Putten sind Kopien nach Originalen aus dem Barockgarten Großsedlitz bei Pirna. Der angrenzende Weinberg wird von einem Bacchus bekrönt, eine Kopie nach Balthasar Permosas. Alle Skulpturen wurden von dem Dresdner Bildhauer Werner Hempel geschaffen. Insgesamt werden in Dornburg jährlich annähernd 4.500 Frühjahrsblumen und 3.200 Sommerblumen gepflanzt, zu einem guten Anteil durch die Gärtner angezogen. Die Beete und Terrassen sind mit mehr als 2.000 Rosen bepflanzt. Die Gärten umgreifen die 3 Schlossgebäude, die sich an der Hangkante über dem Saaletal erheben. Am mittig gelegenen Rokokoschloss wurden mehrere Teilgärten bzw. Gartenräume gestaltet. Nun gelangen wir vom Gartenparterre zum Eschengang, der auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Der letzte Baum direkt am Rokokoschloss ist der älteste des Ganges. Er stammt noch aus der Entstehungszeit. Durch den südlichen Treppenabgang gelangt man auf den sogenannten Teeplatz. Bei der Instandsetzung Ende der 1970er Jahre wurde er mit Kugelrobinien bepflanzt. In diesem Bereich standen zur Erbauungszeit des Schlosses noch Scheinfassaden und jeweils ein Pavillon. Sie waren aber bereits Ende des 18. Jahrhunderts baufällig und wurden abgerissen. Über die Brüstungsmauern hinweg ergeben sich Ausblicke ins Tal und über die westlichen Weinberge. Nun durchschreiten wir den sich kreuzenden Rosenlaubengang. Er geht auf das Jahr 1818 zurück und war ursprünglich mit grüner Ölfarbe gestrichen. Er wurde mehrfach in den unterschiedlichen Wiederherstellungsphasen der 1920er und 1960er Jahre sowie auch danach in abgeänderter Form neu errichtet. Am Ende des Längsganges bildet die Figur das Gegenstück zum Bacchus im barocken Gartenparterre auf der gegenüberliegenden Seite. Die Figur ist eine Kopie der im Jahr 2000 entwendeten Originalfigur. Die ovalen Beete wurden 1988 und 89 rekonstruiert. Hier sieht man einen weiteren, tiefer liegenden rechteckigen Gartenraum, der bei der Erbauung des Schlosses im 18. Jahrhundert ebenfalls für eine barocke Gartengestaltung vorgesehen war, aber so wohl nie umgesetzt wurde. In der Nähe des Schlosses führt der Weg auf die Terrasse. Von hier hat man über den Weinberg mit dem wiedererrichteten Weinberghäuschen einen herrlichen Blick in die Landschaft. Über eine Treppe kommt man auf die darunter liegende Ebene. Der Weg führt an der Brüstungsmauer entlang, weit unterhalb des Teeplatzes und vorbei an einer umfangreichen Rosenpflanzung zur Südseite des Rokokoschlosses. Zur Talseite fallen die bastionsartigen Terrassenerweiterungen auf, die das Schlossgebäude mit den Talhängen verschmelzen lassen.
Ursprünglich wurde sie angelegt, um dem Schloss einen militärischen Charakter zu verleihen. Von der größten Terrasse, dem sogenannten Fünfeck, wollte der Erbauer Herzog Ernst August ursprünglich eine geplante Heerschau im Tal beobachten. Gleichzeitig war die Bastion als Terrasse gestaltet, die eine zivile Nutzung ermöglichte. Die unterhalb gelegenen Weinberge wurden neu aufgerebt und einheitlich mit der Rebsorte Johanniter, einer etablierten feinen Weißweinsorte, bepflanzt. Ein Abschnitt des Weinberges wurde mit alten Rebsorten, unter anderem der Goethezeit, bepflanzt, die zum Teil aus aufgelassenen alten Weinbergen stammen und ein nahezu ausgestorbenes Kulturgut darstellen. Das von der Hangterrasse betretbare Kellergeschoss dient zur Überwinterung der Kübelpflanzen und wird während der Saison für Wechselausstellungen genutzt. Die aktuelle Ausstellung präsentiert den Saalewein und dessen Herstellung und Anbau. Ursprünglich endeten die Gärten an der westlichen Mauer des Teeplatzes. Erst mit dem Ankauf des Renaissance-Schlosses 1824 wurde hier eine Treppe angelegt, die einen Zugang in den englischen Garten ermöglichte. Er wurde in der Folgezeit unter dem Hofgärtner Carl August Christian Skell erschaffen, kurz bevor Goethe nach dem Tod des Großherzogs Karl August 1828 seinen längsten Aufenthalt in Dornburg nahm. Man gelangt auf dem geschwungenen Weg zum Vorplatz des Renaissance-Schlosses. Die reiche Ausstattung mit Blumenbeeten und Ziersträuchern gibt diesem Bereich den Charakter eines Pleasure Grounds. Auf dem Vorplatz befindet sich ein Brunnen mit einer Mädchenfigur nach dem Entwurf der Bildhauerin Dorothea von Philippsborn, die in den 1960er Jahren aufgestellt wurde. Nach rechts gegenüber dem Schloss durchschreitet man einen kleinen Platz, worauf sich Kastanien befinden. Die zum Teil aus der Goethezeit stammenden Bäume waren überaltert und wurden durch eine Neupflanzung ersetzt. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder Interessantes über das Rokoko-Schloss erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!